Moin moin meine Fly-Fans, was geht? Ein kleines Upgrade-Video zu unserem LC-Jojo, den wir jetzt haben. Ähm, und zwar können wir ihn jetzt Ultimate machen. Leider habe ich nicht geschafft, in den unzähligen Giants irgendwie mal einen Shining Ori zu droppen. Wahrscheinlich den nächsten, den ich machen werde, droppt bestimmt einen Shining Ori. Ihr wisst, wie es ist. Ich hatte jetzt einen für 630 Mio gefunden. Ich habe gesagt, komm, kennst du dir? Aha. Hatte ein bisschen Geld durch Jobchars und sowas gemacht. Habe jetzt noch 891 Mio. Also falls Ultimate dann schlecht rollt, können wir noch ein paar Tries machen, um das nochmal ein bisschen zu verbessern. Die Sache ist, wir brauchen da nicht das übelst krass machen, weil wenn wir den zum FWC Golden Jojo dann umtauschen werden, wodurch er ein bisschen besser ist, können wir uns gleich nochmal angucken. Denn hier in Flaris gibt es ja den FWC Manager, da können wir das G-Exchangen, das plus 10 Z haben wir ja auch schon. Können wir dann auch irgendwann mal exchangen. Und hier ist noch das Jojo. Das hat dann schon bessere Stats. Ne? Also Crit-Schaden geht dann bis 75,7 anstatt bis 67%. Und STR geht ein bisschen höher, Crit-Chance geht höher, Bleeding geht höher. Das Ding ist, dass soweit wie ich das verstanden habe, wenn wir es exchangen, dann bleibt zwar Piercing enthalten, erhalten und die Erweckung auch. Aber ich glaube, die normalen Stats und auch die Ultimate Stats, korrigiert mich in den Kommentaren, falls ich falsch liege, werden dann neu gerollt. Deswegen machen wir erstmal nur was Brauchbares. Ne? Lifesteal wäre cool, PvE-Schaden wäre richtig gut, Crit-Schaden, Angriffskraft, irgendwo was davon mit dabei ist. Genau, dass das erstmal gut funktioniert. Ne? Deswegen werden wir dann noch vielleicht ein-, zweimal rerollen müssen, vielleicht 3-, 4-mal. Vielleicht reicht das Geld auch nicht aus und da ist immer noch irgendwie nur STR plus 3 und STA plus 5 oder sowas. Was natürlich dann irgendwo jetzt nicht so geil ist. Und wir werden es auch noch upgraden. Dazu gehen wir noch einmal zur Bank und holen uns noch die X-Protects und Sunstones, die wir hauptsächlich durch Quests bekommen haben. Wo sind sie? Hier sind sie. Mal gucken, ob das reicht. Meine Apotex sitzen immer noch traurig auf der Bank und ich warte immer noch auf das Upgrade-Event vom Schmuck. Das lässt auf jeden Fall auf sich warten. Machen wir hier oder machen wir... Wir machen in Korall. Ich hoffe, dass da so ein bisschen bessere Ultimate Rolls denn rollen. So, die Orbs haben wir natürlich vom Questen durch die Giants. Ne, kann ich theoretisch nochmal 2 abholen. Und 2 Shining Oris hatten wir einmal vom Level Reach. Gab es eine auf 154, glaube ich, war das. Ich kann hier sogar noch ein Pet abholen. Und einmal bei einer Quest. So, die letzte musste ich jetzt kaufen, weil ich leider keine gedroppt habe, wie gesagt. Und ich würde sagen, wir können dann auch schon loslegen. Und zwar geht das nur in Flaris, ne? Create Ultimate Weapon doch nicht. So, man muss natürlich dann Oris, die normal sind, dann Soul Link machen, damit die halt stacken mit den anderen. Und das kostet jetzt nochmal 1 Million. Das Waffe muss plus 10 sein, kostet 3 Shinings, 3 Ultimate Orbs und 100 Millionen Penya. Und wir drücken einmal auf OK. So, ist immer erfolgreich, wenn man die ganzen Sachen hat. Also ist nicht wie bei Flav PC, dass man das irgendwie versuchen muss. Man braucht auch keine Schutzrolle, deswegen natürlich. Und wir gucken mal, die Stats sind Crit-Chance und PvE-Schaden. Aber eigentlich ist es effektiv, ist es nur 3% Crit-Schaden. Crit-Chance ist eigentlich Quatsch. So. Das ist auch der loweste Roll, den man haben kann, ne? Jetzt weiß ich nicht, ob ich... doch, ich würde schon noch gamblen, ne? Das irgendwie verbessern wollen. 3% PvE-Schaden, das hat echt nicht viel. Und Crit-Chance, eigentlich ist es nur 3% PvE-Schaden. Mehr ist es eigentlich nicht. Wir gehen mal Channel 1 und ich suche mal ein paar Ultimate Scrolls. So, dann probieren wir mal jetzt unseren Glück. Das war hoffentlich irgendwas mit PvE-Schaden, wäre schon richtig geil. Aber so 5, 6, 7, 8% würde ich schon feiern. Probieren wir unser Glück. Eine Scroll kostet 155 Mio. Blockpen und Crit-Chance. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Aber so richtig geil waren ja jetzt die Werte eigentlich nicht. Also es geht auf jeden Fall wesentlich besser. PvE-Schaden plus 3. Schon wieder PvE-Schaden plus 3. Und STR plus 10. Aber 10 STR ist halt auch nix, ne? Wir haben noch 3 Tries theoretisch. Kommt schon ein bisschen mehr Crit Damage und Lifesteal. Das ist schon... ich glaube, das lasse ich.
ist halt aber auch so wenig. Was sind 2 brauchbare Stats? Ja, nee, ich bleibe bei meinem Prinzip. Also ich hätte echt gerne PvE-Schaden, weil es dann auch akkumulieren würde mit PvE-Schaden Flask. 15%, 20%, die wir hier vom Set haben und dann noch die NPCs. Aber das sind jetzt 2 brauchbare Stats und ich denke, das ist für das, was wir jetzt mit dem Jester noch vorhaben, ist erstmal leveln und Kriton farmen können und da ist Lifesteal und etwas Crit-Schaden ist halt optimal. So, ne? Es ist nicht super gut, nicht perfekt, aber brauchbar. Wir lassen das so. Das gibt uns auf jeden Fall gute Sicherheit. Gerade Lifesteal. Und es wäre jetzt Quatsch, nochmal zweimal dann vielleicht um Quatsch zu rollen. Weil es gibt so viele Stats, die dann halt auch nicht so gut sind. Und 2 brauchbare ist auf jeden Fall erstmal okay. So, dann würde ich sagen, upgraden wir das Ganze jetzt nochmal. Wir disconnecten mal hier die ganzen Leute. Und das Upgrade-Level sollte eigentlich auch behalten werden beim Exchangen. Daher können wir das hier erstmal hochballern. So, hier sind X-Protect und Sunstones. Ja, ich würde sagen, plus 5 ist das Ziel. Wir gehen hoch. Plus 1, plus 2, plus 3, plus 2, plus 3, 4. Was ist plus 4? Ja, eigentlich ist die Chance auch hoch. Ach komm schon. Aha, und jetzt haben wir es plus 5. Geht auf dem FWC-Server schon echt schnell, muss man sagen. Ja, jetzt haben wir da auch 5 Slots denn für irgendwelche Orbs und sowas alles. Oder eine Rune. Aber wir werden es erstmal jetzt so lassen. Mit dem heutigen Tage. Gut, den Rest kann ich dann erstmal auf der Bank widerlegen. Und damit haben wir jetzt unseren Jojo erstmal schon ganz gut gemacht. Ich würde sagen, Piercing, Waffenpiercing, B-Karten sind das mittlerweile schon relativ günstig geworden. Bisschen Penny habe ich eigentlich auch noch, aber ich würde erstmal da warten, bis ein Piercing-Upgrade-Event für Waffen kommt. Das gibt es nämlich auch. Und das würde ich da auf jeden Fall usen. Plus 10, also auf plus 10 Piercen ist schon relativ teuer. Wahrscheinlich kostet das 300 Mio oder sowas. Dann würden die Sockelkarten jetzt noch fehlen. Ich weiß auch gar nicht, wie viele G-Protects ich jetzt noch habe. Hier habe ich 32 gebundene. Naja, eigentlich habe ich genug. Aber ich würde trotzdem erstmal noch warten. Ich hoffe, nächstes Wochenende kommt erstmal Schmuck, dass wir das Thema dann fertig haben mit dem ganzen Schmuck. Und das war's auch schon mit dem Video. Ein kleines Update. Und bald geht's auch weiter mit den nächsten Livestreams. Also bleibt auf jeden Fall am Ball. Ich freue mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Haut rein und tschüssi.